Glück auf, liebe Naturfreunde und speziell liebe Vogelfreunde. Seit rund 10 Jahren betreibe ich ja die Ganztagsfütterung und auch die Filmerei der Vögel. Und in den Jahren hat sich eine Menge Videomaterial angesammelt und ich habe jetzt mal die Zeit genutzt und habe das mal durchforstet und habe mal mein Vogel ABC erstellt. Das heißt also, es sind alles Vögel, die unmittelbar hier am Haus gefilmt wurden. Es sind 43 Arten, davon sind 2 Arten nicht heimisch. Das waren sogenannte Exoten. Und leider das Videomaterial der Rauchschwalben muss ich irgendwann mal gelöscht haben, die fehlen. Ja, was hat sich da so ereignet? Also in den 13 Jahren hat sich herauskristallisiert, dass es Vögel gibt, die immer da sind, Vögel gibt, die regelmäßig da sind und Vögel gibt, die selten da sind. Und es gibt Vögel, die sind so zappelig, dass ich sie nicht gefilmt habe oder nur Überflieger. Zum Beispiel fehlen da der Eisvogel. Der kommt regelmäßig, fliegt aber nur am Bach durch. Wie gesagt, die Schwalben, der Rotmilan und eigentlich ein ganz häufiger Vogel, der Hausspatz, der fehlt vollkommen. Oder die Türkentaube war schon da. Die Gartenrotschwänze, Verzeihung, die Hausrotschwänze sind auch immer da, aber die zappeln auch so rum. Bin ich noch nicht dazu gekommen, sie zu filmen. Ja, und noch einige Arten mehr. Aber ganz regelmäßig sind da zum Beispiel die Buntspechte, Grünfinken, Distelfinken, Kohlmeisen, Blaumeisen, Kleiber. Das sind so die immer da sind. Ja, und bestimmte Arten sind seit vielen Jahren gar nicht mehr da gewesen, zum Beispiel mein Lieblingsvogel, die Haubenmeise. Naja, so ändert sich das. Und in den 80er Jahren, zu DDR-Zeiten, haben hier am Haus Haussperlinge gebrütet und Rauchschwalben. Ja, da gab es noch Experten, die haben die Nester runtergestoßen und jetzt sind sie weg. Also keine Brutvögel mehr am Haus. So. Es geht also von Amsel bis Zaunkönig, natürlich die Vögel, die immer da sind und regelmäßig haben auch die meisten Sequenzen. Aber es gibt eben auch so ein paar Sachen, die waren mal kurz da, aber ich habe es erwischt, da sind mir aber die Aufnahmen nicht ganz so gut. So, da wünsche ich euch viel Spaß, denkt dran an die Vögel. Es haben sich nun auch die Experten dazu geeinigt, dass die Ganzjahresfütterung sinnvoll ist, aber natürlich nur mit artgerechtem Futter. So, dann viel Spaß mit den Vögeln von A bis Z. Ich werde den Film, falls es neue Videos gibt, auch regelmäßig ergänzen. Naja, werden wir sehen. Macht's gut, euer Radabbruder Harry. Bleibt schön gesund.